Breitscheid, ein Ort am östlichen Rand des Westerwalds. Jedoch ist Breitscheid kein Ort wie jeder andere. Hier erforschen Höhlenforscher die Welt unter unseren Füßen. Doch um zu verstehen, wie es dazu gekommen ist, müssen wir viele Jahre zurückgehen. Ein Höhlenforscher ist schon besonders lange dabei und erforscht bis heute die Geheimnisse des Untergrunds. Ich bin der Dieter Kraus aus Erdbach und ich forsche hier schon seit 1981. Wir sind hier am östlichen Ortsrand von Breitscheid, wo das Wasser in mehreren Schwinden versickert. Der Anstoß zur Forschung in diesem Gebiet war gegeben, als 1965 die Schwinde des Erdbachs plötzlich einbrach. Vor 2 Jahren stiegen die Mitglieder der Hessischen Arbeitsgemeinschaft Karst und Höhlen zum ersten Mal bei Breitscheid in die Höhle ein. Inzwischen sind sie in jedem Jahr ein Stück weitergekommen. Fast 100 Meter tief und etwa 150 Meter in der Länge haben die Forscher diese Schachthöhle bis jetzt untersucht. Dazwischen Steilwände, die nur mit Strickleitern überwunden werden können. Die Gesamtlänge dieser Leitern entspricht etwa der Höhe eines 10-stöckigen Hauses. Zum Beginn der 70er Jahre kam die Forschung im Breitscheider Raum zu erliegen und wurde erst am Anfang der 80er wieder aufgenommen von einer neuen Gruppe. Ja, hier im Bereich des kleinen Grubenlochs passiert etwas Seltsames. Hier fließt der Erdbach noch ganz normal an der Oberfläche, aber ab hier tun sich immer wieder Schwinden auf, wo das Wasser auf geheimnisvollen Wegen im Untergrund verschwindet. Die Schwinden A bis K sind momentan bekannt. Hier sehen wir eine weitere aktive Schwinde, die ins Erdbach-Höhlensystem entwässert. Im Erdbachverlauf sind hier die wichtigsten Schwinden eingezeichnet. Die Hauptmenge des Wassers versickert in der Schwinde H. Wir haben es hier mit einem nur 2 Quadratkilometer großen Karstgebiet zu tun, in dem aber exemplarisch sämtliche Karstformen wie Höhlen, Dolinen, Bachversickerungen und Quellen zu finden sind. Wir sind hier an der Hauptschwinde des Erdbachs. Dieser ganze Bereich kann bei extremem Hochwasser komplett unter Wasser stehen. Und hier wurde seit 1983 immer wieder gegraben. Wir haben hier versucht, einen Weg in das Karstsystem zu finden. Und durch ständige Hochwasserereignisse wurde allerdings unsere Grabungsstelle immer wieder zugespült und wir mussten wieder von vorne anfangen. Der 45 Meter tiefe Einstiegsschacht leitet in einen großen Canyon, der bachaufwärts in den sogenannten Dom führt. Die Hauptrichtung des Wassers geht nach Süden. Der Weg ist durch viele Engstrecken und Abseilstellen gekennzeichnet. Ich brauche einen Größenvergleich. Kommt mal hervor. Das Wasser verschwindet am Ende der Höhle in einem Siphon. Dort gab es bisher mehrere Tauchversuche, die allerdings alle erfolglos geblieben sind. Bis heute ist es nicht gelungen, diesen Siphon zu durchtauchen. Und das ist der Endsiphon der Erdbachhöhle. Hier mein Fuß geht hier komplett rein und Astwerk, lauter Schwemmzeug. Das Wasser des Erdbachs kommt 1,3 Kilometer östlich im Dorf Erdbach wieder zum Vorschein. Färbeversuche haben eine Durchflusszeit des Wassers zwischen 12 und 30 Stunden ergeben. Die lange Durchflusszeit gab lange Zeit zu Spekulationen Anlass. Es gab auch einen Wissenschaftler, der behauptet hat, dass wohl ein unterirdischer See vorhanden sein müsste. Ja, hier sind wir jetzt an der Schwinde C. Mit der hat es was ganz Besonderes auf sich. Hier drunter befindet sich ein ausgedehntes Höhlensystem von ca. 2 Kilometern Gesamtlänge.
das auch Verbindung hat mit der Erdbachhöhle, die wir uns gerade eben angeschaut haben. Ja, bekannt ist diese Höhle schon seit dem Jahr 1928, als hier im Kleingrubenloch das Wasser nicht mehr abfließen wollte und die Gemeinde diese Schwinde hier aufbaggern ließ und dabei auf offene Hohlräume gestoßen ist. Verstanden! Auch die Schwinde C wurde freigegraben in jahrelanger Kleinarbeit mit immer wieder Rückschlägen. In der Zwischenzeit wurden andere Höhlen im Breitscheider Raum entdeckt und deswegen kam auch zwischenzeitlich die Grabung zum Erliegen und erst im Jahr 1996 hatte man Erfolg und brach in offene Hohlräume durch. Die Erforschung der Höhle gestaltet sich sehr anspruchsvoll durch die vielen Seilstrecken und Quergänge. Man kann schon sagen, dass das Höhlensystem einen alpinen Charakter hat. Die Schächte enden in der Zentralhalle in knapp 100 Metern Tiefe. Von hier aus geht es in verschiedene Richtungen weiter. Hier befinden wir uns jetzt am tiefen Erdbach und dabei handelt es sich um einen Seitenzufluss des Systems. Am tiefsten Punkt der Höhle befindet sich der Thorsten-Winter-Siphon. Durch diesen hindurch wurde auch die Verbindung zur altbekannten Erdbachhöhle festgestellt. Direkt unter dem kleinen Grubenloch gibt es also viele spannende Höhlen. Doch das große Rätsel, also der unterirdische Erdbachverlauf, wurde unter dem sogenannten Faulfeld nicht gefunden. Doch vielleicht kann ja von unten über den Wiederaustritt des Erdbachs ein Zugang geschaffen werden. Ja, hier ist die Stelle, wo der Erdbach quasi wieder zu Tage tritt, also wo das Wasser auf den Boden drückt. Wir sind hier rund 1,3 Kilometer Luftlinie entfernt von der Stelle, wo der Erdbach versickert. Und im Winter haben wir hier sogar so viel Wasser, dass über uns der Überlauf anspringt und das Wasser dann auch wieder in den Erdbach fließt. Ja, direkt neben der Erdbachquelle ist ein weiterer interessanter Ort, in dem wir uns oft aufhalten. Und zwar haben wir hier unser Vereinsheim. Unser Vereinsheim ist ein altes Travo-Häuschen. Dort haben wir eine Küche, Toiletten und so weiter drin. Und einmal im Monat treffen wir uns zu sogenannten Forschungswochenenden und erforschen von hier aus unsere Höhlensysteme. Etwas oberhalb des Erdbachaustritts gab es schon länger eine Spalte. Da diese Spalte genau in Richtung Erdbachverlauf zieht und auch von der Höhe her passt, wurde diese ausgegraben, in der Hoffnung von unten in den Erdbach zu gelangen. Die Grabungen wurden irgendwann abgebrochen, denn es gab im gegenüberliegenden Kalksteinbruch eine Sensation. Eine Höhle wurde gefunden. (1993) war es, da haben wir in einer solchen Spalte den ersten Einstieg in dieses große Höhlensystem entdeckt. Es war anfangs die Adventhöhle. Die Adventhöhle deshalb, weil sie im Advent entdeckt wurde. Und das Besondere daran ist, wenn man gerade im Winter Höhlen sucht, dann hat man sehr häufig Luftzug, warmen Luftzug, der aus der Höhle rauskommt. Und dieser Luftzug ist ein eindeutiges Zeichen, dass es dort unten weitergehen muss. Ich glaube, da ist was da oben. Geh mal gucken. Da kommt eine Halle.
Die Forscher kamen damals bei der Entdeckung der Adventhöhle durch eine enge Spalte zunächst in einen flachen Gang. Und dieser flache Gang war schon mit tollen Tropfsteinen versehen, aber von dort aus kam als nächstes eine erste große Halle mit großen weißen Tropfsteinen. Und von dieser flachen Halle ging ein weiterer Gang, nochmal ca. 20 bis 30 Meter, bis zu einer Engstelle. Und von dieser Engstelle ging es dann tiefer in den Bärengang. Die Entdeckung des Bärengangs war die eigentliche Sensation in dem Höhlensystem, denn es gibt dort ein 150 Meter langes Teilstück, was über und über mit Bärenknochen versehen ist. Die Bärenknochen sind alle nicht in einem Zusammenhang, sondern sie sind wild verteilt. Es wurden bis heute 20 Bärenschädel gezählt. Und was wir wissen ist, die Bären sind lebend reingekommen, denn es gibt an der Wand der Höhle einen Bärenschliff. Was wir aber nicht wissen ist, wo sind die Bären eigentlich hergekommen? Die Zugänge sind bis heute unbekannt und wir wissen auch nicht, warum sind die Knochen alle so durcheinander gewürfelt. Nun war die Entdeckung des Bärengangs schon was ganz Besonderes, aber das Höhlensystem war noch nicht zu Ende. Über eine Spalte am Boden gelang der Abstieg in einen noch deutlich größeren Gang. Und zwar war damals der Hessentunnel entdeckt worden. Und dieser Hessentunnel verläuft über mehrere hundert Meter in Ost-West-Richtung und enthält wahnsinnig tolle und große Tropfsteine. Nicht nur Tropfsteine sind es, sondern es sind auch große Wasserbecken, kleine Seen und vor allen Dingen ein stetiger Wechsel zwischen kleinen und wieder großen Räumlichkeiten. Enge Schlüfe, so wie hier, wo man sehr stark aufpassen muss, um den Tropfstein nicht zu zerstören. (1994), ein Jahr später, kam dann ein weiteres Loch, ein weiterer Einstieg ins Herbstlabyrinth dazu. Das Herbstlabyrinth war entdeckt, es gab schon die Adventhöhle und 1995 wurden beide Höhlen durch eine Vermessung zusammengebracht, verbunden und daraus entstanden ist der jetzige Name Herbstlabyrinth-Adventhöhlensystem. Wie bei der Adventhöhle war es auch beim Zustieg des Herbstlabyrinths zunächst ein enger Durchstieg und dann kam eine große Halle, die Willi-Hoffmann-Halle. Nach dieser Willi-Hoffmann-Halle gab es eine Engstelle hinter einem kleinen See und dann ein Schluf. Und hinter diesem Schluf, da ging es eigentlich erst richtig los. Diese Halle bekam dann von den Forschern den tollen Namen Jetzt geht's los Halle. Wir befinden uns hier im mittleren Bereich des Höhlensystems und hier gibt es Höhlenteile wie zum Beispiel die namenlose Schönheit. Der weitere Abstieg führt über einige Schächte in eine mittlere Ebene und von dort aus in einen großen Tunnelgang, ähnlich wie den schon aus der Adventhöhle bekannten Hessentunnel. Auch Nester mit Sinterperlen gibt es an einigen Stellen. In diesem großen Gangabschnitt gibt es aber auch besonders viele schöne Kleinformen, wie hier diese ca. 10 cm hohen Lehmpyramiden. Nach ca. 300 Metern Richtung Westen musste man über Blockwerk aufsteigen und man kam von dort aus in der Knöpfchenhalle raus. Durch Vermessungsarbeiten stellte sich heraus, dass der Hessentunnel im Bereich der Adventhöhle und des Herbstlabyrinths sehr eng beieinander liegen. Und 1995 wurde dann der Durchstieg zwischen diesen beiden Höhlenteilen bezwungen. Und etwas später wurde dann der Nordgang mit einem aktiven Bachlauf entdeckt, der in Richtung Steinbruch führte. Hier, wo jetzt dieses Loch klafft, befand sich einst der Nordgang. Der Nordgang ist ein 1,6 Kilometer langes Gangstück
was leider jetzt abgebaut ist. Aber zu der Zeit, wo dieser Gang entdeckt wurde, war gerade mit dem Steinbruch, mit den Betreibern, die Kommunikation so ein bisschen auf eine Vertrauensebene gehoben. Und wir haben damals die Strategie gefahren als Höhlenforscher, dass wir den Gang in erster Linie wissenschaftlich erforschen wollen. Und wir haben es damals schon als unrealistisch angesehen, dass dieser Gang erhalten werden konnte. Somit haben wir am Ende den Höhlengang, den man jetzt nicht mehr sieht, der hier durch diesen Steinbruch sich zog, dem Abbau freigegeben, konnten aber im Gegenzug dadurch die größten Höhlenteile des Herbstlabyrinth-Adventhöhlensystems erhalten. Zur selben Zeit begann die Gemeinde Breitscheid damit, einen Teil des Höhlensystems zur Schauhöhle auszubauen. Denn es war bei der Entdeckung der Höhle fast nicht möglich, das Höhlensystem zu schützen. Und der eigentliche Grund, warum diese Höhle erhalten blieb, war die Tatsache, dass die Gemeinde Breitscheid und das Steinbruch einen Flächentausch vollzogen haben. Und über diesen Flächentausch ist es gelungen, das Höhlensystem dauerhaft zu erhalten. Jetzt haben nicht nur Höhlenforscher die Möglichkeit, das unterirdische Höhlensystem zu besuchen, sondern auch Besucher aus nah und fern. Über 100.000 Menschen konnten auf diesem Wege einen Blick in die Faszination der Unterwelt werfen. Auf diese Weise lässt sich Natur- und Höhlenschutz besonders gut vermitteln. In dieses Loch reinkriecht, da war es das dann erstmal mit aufrecht stehen. Es wird relativ eng, hier geht's rein. Das ist die sogenannte Westfortsetzung. Früher hieß es Westend, weil es Westen ist und früher ging es nicht weiter, heute geht es halt weiter. Dann haben die dieses Siphon. Und sie werden dabei von erfahrenen Höhlenführern in ihren Ausflug in die Unterwelt begleitet. Dort bekommen sie interessante Informationen über die Höhlenentwicklung, über wissenschaftliche Fakten, die in den letzten 20 Jahren dort erforscht wurden. Und sie erleben zum Teil wirklich live, was Höhlenforschung bedeutet. Das Gegenstück, aber das hier ist ein Stalagmit, der ist von unten gewachsen. Man sieht nichts Ringförmiges, man sieht keine Verstopfung. Genau, also das ist ein Stalagmit. Hier, mit beiden Händen, der ist schwer. 3, 2, 1. In der Knöpfchenhalle sieht der Besucher nicht nur die vielen verschiedenen Tropfsteinformationen, sondern auch Zeugnisse aus der Entstehungszeit des Höhlensystems. Dieser Deckenmeander ist vor ungefähr 3 bis 5 Millionen Jahren entstanden, als das Wasser seinen ersten Weg durch den Kalkstein gesucht hat. Das war scheiße. Die Schauhöhle hat nicht nur den Besuchern die Möglichkeit gegeben, einen Blick ins Innere zu werfen, sie hat auch den Höhlenforschern die Möglichkeit gegeben, ihre Forschungen von dort aus anzusetzen. Man sieht nicht nur die Schönheit der Höhle, sondern manchmal auch lehmverschmierte Höhlenforscher, die aus ihrer Zeit unter der Erde berichten können und spannende Ergebnisse aus ihren Forschungsprojekten erzählen. (2003) gelang uns dann der Durchbruch durch ein kompliziertes Verbruchssystem im 15. Anlauf. Da es nach Westen weitergeht, wurde dieser Höhlenteil Westfortsetzung genannt. Ganz charakteristisch dabei ist eine Schräge, die durch das ganze Höhlensystem zu verfolgen ist.
Doch leider war das Höhlensystem auch wieder zu Ende. Alle Stockwerke führten auf einen Bereich zu, den wir später Panierschluf nannten und der im Sommer besonders starken Luftzug aufwies. Dadurch waren wir uns sicher, dass das Höhlensystem noch viel größer sein muss. 6 Jahre lang legten wir einen 30 Meter langen Gang entlang der Höhlendecke frei. 2009 war dann endlich der Durchbruch. Wir kamen in einem großen Gang heraus. Wie man an einen Schlauch erkennt, muss dieser Bereich im Frühjahr abgepumpt werden, weil hier im Winter ein Bach hindurchfließt. Ebenfalls im Jahr 2009 ist es hier zu einem Unfall gekommen, weil ein Höhlenforscher durch einen Felsblock eingeklemmt wurde. Zum Glück konnte er nach vielen Stunden gerettet werden. Damit eine Rettung in Zukunft noch schneller und effizienter ist, wurde die Fachgruppe Höhlenrettung gegründet. Diese Gruppe wurde bei der Feuerwehr Breitscheid angesiedelt und besteht aus Höhlenforschern und Feuerwehrangehörigen. In monatlichen Übungsstunden werden verschiedene Rettungsszenarien durchgeprobt, wie zum Beispiel die Rettung von Personen aus Schachthöhlen. Doch zurück ins Herbstlabyrinth. Hier wurde es ab 2012 richtig spannend. Es kamen immer größere Hallen zum Vorschein und es ging immer und immer weiter. Nach einem kurzen Abstieg konnten wir unseren Augen kaum trauen. Wir kamen in einem aktiven Bachlauf. Eine Verbindung zum unterirdischen Erdbach wäre die Sensation. Nach kurzer Zeit leuchteten wir in eine schwarze Halle und plötzlich floss er vor uns, der Erdbach. Der unterirdische Verlauf des Erdbachs ist fast 2 Kilometer frei begehbar. Ganz im Westen versperrt dann ein wassergefüllter Bereich das Weiterkommen. Hier geht es nur noch für Taucher weiter. Zwar sind die Tauchstrecken mit knapp 10 Metern relativ kurz, aber unter Wasser sieht man sehr schnell ohne Tauchleine fast gar nichts mehr. Schnell erreicht man wieder lufterfüllte Bereiche und man kann sich langsam bachaufwärts in Richtung Breitscheid fortbewegen. Nach weiteren 250 Metern taucht dann der Gang erneut ab und es wird so eng, dass er nicht weiter erforscht werden kann. Hier fehlen noch ca. 70 Meter bis zum Erdbachhöhlensystem, das wir am Anfang schon gesehen haben. Jedoch war das Herbstlabyrinth noch immer nicht zu Ende erforscht. Wir entdeckten in der Nordwestpassage immer weitere Höhlenteile. In diesem hochkomplexen Bereich vermuten wir auch in Zukunft noch weitere Überraschungen. Dazu zählen auch immer wieder Funde von interessanten Höhlentieren, gemeinsam mit den
biospeleologischem Kataster arbeiten wir mit deutschen und europäischen Instituten zusammen, um diese Arten zu bestimmen. Aber auch unscheinbare Dinge sind es, die von besonderem Interesse sind. So finden sich an vielen Stellen der Höhle, oft unter einer Lehmbedeckung, seltsame Partikel. Hierbei handelt es sich um spezielle Kristallformen, sogenannte kryogene Kalzite, die während der Eiszeiten entstanden sind. Wenn sich dann noch diese Kristalle in zerrissenen Tropfsteinen finden, ist dies ein Beweis für die Existenz von Höhleneis. Die Kraft des Höhleneises kann sogar massive Tropfsteine abscheren. Dabei entstehen manchmal kuriose Formen. Eine einmalige Besonderheit in deutschen Höhlen sind Spuren vom Laacher Seevulkan der Eifel. Dieser ist vor etwa 13.000 Jahren ausgebrochen und hat bis in unsere Region Bims und Asche verteilt. Dieser Bims wurde in die Höhle eingespült und ist an einigen Stellen bis heute erhalten geblieben. Durch eine andere Entdeckung fanden die Breitscheider Höhlen weltweite Beachtung. In einem Wasserbecken fanden sich fadenartige Gebilde, die mit Kristallen besetzt sind. Durch Untersuchungen fand man heraus, dass an diesen Fäden Bakterien beteiligt waren. Im Schlamm eines weit abgelegenen Beckens wurden dann im Jahre 2010 die ersten lebenden Bakterienformen überhaupt gefunden. In diesem mikrobiologischen Forschungsbereich bleibt es auch in den nächsten Jahren sehr spannend. Was wir jedoch noch nicht verraten haben, ist, dass es um Breitscheid herum auch viele Dolinen gibt. Im Winter fassen diese viel Wasser. Die Butterfassdoline und die Maibaumdoline sind zwei von diesen. Auch unter diesen Dolinen gibt es Höhlen. Besonders spannend ist das Ratzfatzloch in der Butterfassdoline. Durch Tracer-Versuche wurde ein längerer Wasserweg und eine Verbindung zum Erdbach nachgewiesen in einem Bereich, den wir noch nicht kennen. Kommt euch diese Geschichte von einer anderen Höhle bekannt vor? Uns auch. Die Dolinen sind sehr vielversprechend. Wir sind gespannt, welche neuen Höhlenräume wir hier noch finden werden. Das ist der Erdbach-Blues. Der Erdbach-Blues. Das ist der Erdbach-Blues. Der Erdbach-Blues. Das ist der Blues, wo jeder mit muss. Erdbach-Blues. Ja. Und du kommst du auch mit? Ich komme auch mit, ja. Oder dürfen wir uns bei dir ins Auto vielleicht setzen? Oh, das wird toll. Das wäre cool. Du setzt uns auch auf die Motorhaube. Moment, gib Acht. Was spricht die tiefe Mitternacht? Ich schlief, aus tiefem Traum bin ich erwacht. Der Mensch ist tief, tiefer als das Herz gedacht. Der Erdbach-Blues. Den haben wir 2013 entdeckt.